Ein Junk Journal ist ein Buch aus Müll. Man nimmt Müll, Dinge, die andere Leute wegschmeißen würden, und macht sich daraus ein Tagebuch, ein Notizbuch, ein Fotoalbum, eben ein Junk Journal. Und jetzt gibt es Leute, die hängen doch tatsächlich Perlen an ihr Junk Journal. Und da frage ich mich, wie passt denn das eigentlich zusammen? Eine Perle ist doch kein Müll. Hallo ihr Lieben, Luise Heinzel hier. Ihr seid hier heute gelandet beim 4. Türchen des Junk Journal Tutorial Adventskalenders. Und heute geht es um das Thema Perlen und wie man Perlen in ein Junk Journal integrieren kann, warum man das überhaupt tut und ja, was man sich vielleicht so ein bisschen dahinter auch denken kann, wenn man das tut. Außerdem möchte ich euch heute einen ganz, ganz coolen Perlenshop vorstellen. Es gibt also heute ein kleines Shoutout. Ein Tutorial gibt es selbstverständlich heute auch noch. Das ist ja klar. Was ist denn jetzt eigentlich eine Perle? Wenn man an das Wort Perle denkt, dann denkt man so an Schönheit, an Reinheit, an Glück, an Reichtum. Bevor die Perlenzucht erfunden wurde, oder wie soll ich da mal sagen, konnten sich nur die allerreichsten Leute Perlen leisten. Und auch heutzutage ist es so, wenn man zum Beispiel Frauen sieht mit schönen Perlenketten, also ich rede jetzt von echten Perlen, dann weiß man, oh, die hat aber offensichtlich ganz schön viel Geld. Ja, komisch. Wie passt jetzt das aber mit dem Thema Junk Journaling zusammen? Denn beim Junk Journaling braucht man eigentlich nicht viel Geld. Und wir versuchen ja auch in den meisten Fällen das Ausgeben von Geld zu vermeiden, indem wir eben Müll benutzen. Dinge, die andere Leute wegschmeißen würden, kommen bei uns in unser Junk Journal und wir benutzen es als Tagebuch, als Notizbuch, als Fotoalbum, Rezeptesammlung oder was auch immer. Und irgendwie hat man so auf den ersten Blick das Gefühl, das passt überhaupt nicht zusammen. Wenn man sich aber mal überlegt, warum eine Muschel eine Perle produziert, dann ergibt sich meiner Meinung nach ein wunderschöner Zusammenhang mit dem Thema Junk Journaling. Denn eine Muschel produziert eine Perle aus einer gewissen Art von Schutzfunktion heraus. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich benutze in meinem Junk Journal Perlen oder außen an meinem Junk Journal, dann habe ich vielleicht auch eine gewisse Art von Schutzfunktion für das, was ich in das Journal hineingeschrieben habe. Selbstverständlich benutzen wir keine echten Perlen. Das wäre wahrscheinlich sehr kostspielig, aber man kann sich ja auch Perlen von woanders kaufen oder man kann sich tatsächlich auch Perlen selber machen. Letzteres möchte ich euch gerne im heutigen Video ein bisschen näher bringen und etwas darüber erzählen und euch zeigen, wie man das machen kann. Dieses Gefühl für sein Journal, eine Schutzfunktion zu haben, das finde ich einfach so eine schöne Sache. Das ist so eine schöne Symbolik, die mir ehrlich gesagt, bevor ich diesen Adventskalender hier für euch gemacht habe, überhaupt gar nicht so bewusst war. Ich glaube, die meisten Leute denken, ach ja, das schaut ja vielleicht ganz schön aus und im Junk Journaling gibt es keine Regeln, also darf ich auch ruhig Perlen benutzen. Ich darf auch ruhig neue Materialien benutzen. Wer sagt das schon? Ich weiß, es hat vor einiger Zeit mal eine Diskussion gegeben darüber, was denn eigentlich wirklich ein Junk Journal ist. Und es hat einige auch im amerikanischsprachigen Raum Leute gegeben, die gesagt haben, ja, das, was die meisten heutzutage machen, ist eigentlich kein Junk Journal mehr, weil so viele neu gekaufte Sachen oder auch digitales Papier benutzt werden. Und eigentlich ist es kein Junk Journal mehr. Für mich ist es aber das trotzdem noch, weil ich ja nicht nur neue Sachen benutze. Also alles, was da reinkommt, ist irgendwie mal Müll gewesen. Und auch bei Perlen kann es sein, dass es sich um Müll handelt oder um Dinge, die normalerweise niemand mehr brauchen würde. Meine Oma hat damals, als ich weiß gar nicht, so schätzungsweise, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Als ich Kind war, hat sie selber solche Perlen hergestellt. Diese hier sind jetzt aus Fimo gemacht und sie hat die dann halt so aufgefädelt und dann konnte man das später als Kette verwenden. Und diese Perlen hier haben jetzt keine Funktion mehr. Also jetzt könnt ihr das mit eurer eigenen Interpretation von Junk Journal in Einklang bringen, ob man das hier benutzen darf oder nicht. Für mich ist es aber etwas, was keine Verwendung mehr hat. Ich werde es selber nicht als Kette benutzen. Also warum soll ich es nicht in ein Junk Journal tun und ihm ein neues Leben geben?
Wenn ich mir vorstelle, dass nur in Anführungsstrichen diese Symbolik dahinter steckt, dann... Warum ist jetzt meine Lampe hier ausgegangen? Ein Zeichen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese Symbolik dahinter steckt, dass eine solche handgemachte Perle mein Journal schützen kann und das, was ich da reinschreibe, schützen kann, dann finde ich, ist das schon der allerbeste Grund, um Perlen zu verwenden. Wir öffnen jetzt gemeinsam das 4. Türchen von unserem Junk Journal Tutorial Adventskalender und ja, schauen wir mal, was da drin ist. Hey, hier ist es auch schon. Das 4. Türchen, Nummer 4. Ja, schauen wir mal, was heute da drin ist. Schaut ja irgendwie ein bisschen aus wie gestern. Ziemlich viel Papier offensichtlich. Und oh, solche schwarzen Perlen haben wir hier mal. Ganz schön schlüpfrige kleine Viecher. Und dann haben wir hier noch so Papier. Noch mehr Papier. Und ganz unten unsere Prompts, unsere Stichwörter für heute. Prompt Nummer 1, schwarz. Das ist wohl der Grund, warum diese Perlen schwarz sind. Sehr einleuchtend. Und das Wort Paper Beds. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Papierperlen. Vielleicht klingelt es da schon bei dem einen oder anderen, denn heute soll es darum gehen, aus Papier bzw. Papierstreifen selber Perlen herzustellen, die man dann später natürlich im Junk Journal verwenden kann. Und hier sind wir jetzt schon wieder bei dem Thema, nimm dir Müll, mach was Neues draus. Also, wenn wir vorher darüber geredet haben, ja, hier Perlen, ne, ist ja eigentlich was Neues und so weiter, wer jetzt da gar nicht drauf klarkommt mit seiner Junk Journal Philosophie, der kann natürlich sich aus Müll auch Perlen selber herstellen. Schneide dafür einfach ein paar Streifen Papier, so wie diese hier. Du kannst dafür jegliche Art von Papier nehmen, die du irgendwo finden kannst. Du kannst natürlich auch Werbeprospekte nehmen, irgendwelche alten Buchseiten, was du so findest. Und dann nimmst du dir einfach einen Schaschlikspieß und wickelst diesen Papierstreifen da so drum herum. An dieser Stelle möchte ich sagen, wer schon mal Tutorials gesehen hat über diese Sache, also Papierperlen selber herstellen, der wird feststellen, dass es da richtig krasse Profis gibt. Also wenn ihr sowas schon mal gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht, dass es sogar Leute gibt, die daraus ganze Ketten, Armbänder und die wildesten Dinge zaubern. Und diese Perlen schauen immer sehr, sehr ordentlich gemacht aus, so fast als wenn es so eine richtige, in Anführungsstrichen, maschinell hergestellte Perle wäre, die man sich so kaufen kann. Was ich heute hier allerdings machen möchte, ist eine wirklich richtig junkige Perle und vor allen Dingen eine Perle, an der man sieht, dass sie aus einem Papierstreifen gemacht ist. Nicht ordentlich, nicht filigran, nicht profimäßig. Nicht, weil ich es nicht kann. Ich habe auch schon andere Arten von Perlen hergestellt, die ordentlicher aussehen als diese hier. Aber für dieses Projekt möchte ich, dass erstens ein Anfänger das auch bewerkstelligen kann. Und wenn man das erste Mal macht, dann wird es schlichtweg nicht ordentlich. Ist nicht möglich, weil das muss man ein bisschen üben. Und ich möchte, dass man das hinterher sieht. Ich möchte wirklich, dass man sieht, oh, das ist etwas wie eine Perle, aber es ist offensichtlich ein aufgerolltes Stückchen Papier. Wenn ihr das aufgerollt habt, dann schaut das so aus, wie ihr da gerade gesehen habt. Wenn euch das außenrum zu langweilig aussieht, könnt ihr auch natürlich ein Stückchen von einer alten Buchseite draufkleben oder das noch irgendwie anderweitig verschönern. Hier habe ich jetzt mal noch so ein gelbes Papier genommen. Das hat jetzt den Grund, dass ich diese Perlen, die ich hier heute mache, auch noch für ein anderes Projekt brauche. Und da brauche ich eben genau diese Farbe, die dieses Gelb hat. Ihr könnt da jegliche Farbe verwenden, die euch irgendwie in den Sinn kommt. Und ihr könnt auch die Streifen unregelmäßig schneiden, so wie dieser weiße Streifen, der da auf meinem Tisch liegt. Ihr seht, an dem einen Ende ist der viel dicker als am anderen Ende. Und wenn ihr den dann aufrollt, passiert Folgendes. Dann wird diese Perle nicht gleich dick überall. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das herstellen kann. Das hier sieht jetzt fast aus wie so eine kleine, ja, Hexenelixierflasche. Ich hoffe, die richtige Person schaut heute zu. Dann könnte man vielleicht auf die Idee kommen, für was ich das hier gemacht habe. Also ein kleiner Insider. Ja.
Und wenn ihr das jetzt da so gemacht habt, in der Art und Weise, wie ihr das wollt, dann könnt ihr das außenrum herum noch mit einer Versiegelung einstreichen. Ich habe jetzt hier Mattmedium genommen. Es würde natürlich auch Mod Podge gehen oder irgendwas anderes, was vielleicht ein bisschen glänzend trocknet und was das Ganze nochmal versiegelt, sodass diese Enden von den Papierröllchen nicht wieder losgehen. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, dann könnt ihr das da von eurem Schaschlikspieß wieder runterholen. Und ja, der Schaschlikspieß hatte einfach nur den Sinn, dass man später ein Loch innen hat, ne? Also das hatte ich jetzt vorher noch vergessen zu sagen. Dann kann man das Ganze noch so ein bisschen distressen, also auf alt trimmen. Ich habe jetzt hier dafür die StazOn Jet Black permanente Tinte benutzt, damit einfach später da nichts passieren kann. Dass, wenn man das in der Hand hat, nichts abfärben kann oder sonstiges. Und ja, ehrlich gesagt ist das gerade die einzige schwarze Tinte, die ich irgendwie zur Verfügung habe. Und wie gesagt, für dieses kleine Projekt, auf das ich da gerade angespielt habe, brauche ich eben dieses Schwarz und deswegen, ja, ist das hier so. Wenn euch das außenrum zu langweilig erscheint, dann könnt ihr euch einen Stempel nehmen. Ich habe mich jetzt hier für so einen Stempel entschieden, der so eine Schrift drauf hat, wie so eine Handschrift. Und dann könnt ihr das noch bestempeln. Der einfachste Weg ist, die Stempeltinte auf den Stempel aufzutragen, so wie ich das hier gerade gemacht habe, den Stempel einfach auf den Tisch legen und dann die Perle da so drüber rollen. Wie ihr seht, rolle ich die auch einfach über den Stempel drüber und lasse es dann nach hinten so runterrollen, dass ich das nicht, bevor es trocken ist, mit meinem Finger irgendwie noch verschmiere, weil diese Teile, die sind natürlich wesentlich, ja, sehr, sehr klein und wesentlich kleiner als das, was man normalerweise bestempelt und deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht. Wie ihr seht, meine Finger sind auch ziemlich schwarz und haben etwas gelitten. Wenn euch das stört, dann zieht euch bitte Handschuhe an, denn diese schwarze permanente Tinte, die geht natürlich relativ schwer von den Fingern wieder ab. Aber wir sind Junk Journaler, wir haben solche Finger. Sorry, aber ich kann es nicht anders sagen. Wenn ich irgendwas an meinem Tisch mache, dann sehe ich halt hinterher ein bisschen verwüstet aus. Aber das ist normal, so. Ja, und wenn ihr das dann bestempelt habt, dann schaut es nämlich hinterher so aus. Und ja, ich bin sehr begeistert, wie das rausgekommen ist. Besonders auch mit diesem Schriftstempel drauf. Jetzt nehme ich mir hier einen Draht. Dieser ist jetzt relativ dünn. Deswegen habe ich den jetzt hier doppelt genommen. Ihr könnt natürlich auch gleich einen etwas dickeren Draht nehmen. Aber ich habe irgendwie meinen dickeren Draht nicht gefunden. Entschuldigt bitte diese Umstände, aber das zeigt ja auch, dass ihr auch Dinge nehmen könnt, die nicht zu 100% geeignet sind auf den ersten Blick, aber ihr könnt sie euch so machen, dass sie für das Projekt, was ihr machen wollt, passen. Indem ihr jetzt zum Beispiel das einfach doppelt oder dreifach nehmt und dann eben so zusammenzwirbelt, sodass der Draht ein bisschen dicker wird. Dafür nehme ich mir jetzt einfach hier oben so eine kleine Schlaufe und lege, ja, also einfach beide Enden von diesem Draht so übereinander, also diese doppelten Enden sozusagen, und halte die Schlaufe oben gut fest, dass mir die nicht wegflutscht und dass sie mir vor allen Dingen auch nicht zu klein wird. Kleiner machen kann ich sie hinterher immer noch, aber nicht, dass sie mir am Anfang zu klein wird. Dann drehe ich die erstmal so ein bisschen ein. Dadurch wird sie nämlich auch schon kleiner. Und wenn ich dann eine gewisse Größe erreicht habe, sodass ich mir denke, okay, da kann ich das noch später auffädeln, kriege ich noch einen Faden oder eine Wolle oder sowas durch, dann lasse ich die Schlaufe oben so. Und dann zwirbel ich am anderen Ende dieser Drähte weiter, solange bis ich das, ja, komplett quasi aufgefädelt habe. Und im nächsten Schritt möchte ich gerne diese Papierperlen mit gekauften Perlen kombinieren, damit ihr seht, wie wundervoll das aussieht. Ich habe jetzt hier ein paar Perlen aus einem, ja, so einem 1-Euro-Laden. Man kann natürlich auch andere Perlen verwenden. Wenn ihr auf der Suche seid nach schönen und interessanten, außergewöhnlichen Perlen, die ihr in eurem Junk Journal verwenden könnt, dann kann ich euch den Shop von Jutta ans Herz legen. Funkelkram.de hat einen richtig riesigen Online-Shop. Ich verlinke euch auch diese Information selbstverständlich unten in der Infobox. Dann braucht ihr euch das nicht merken und könnt einfach unten auf den Link klicken. Direkt unter diesem Video findet ihr das. Jutta ist ursprünglich mal Schmuckdesignerin gewesen. Also dieser Online-Shop ist, ja, ihr könnt da alles finden, was ihr braucht, um euch Schmuck selber herzustellen. Aber Jutta ist auch vom Junk Journal Virus infiziert worden. Jutta, ich glaube, ich kann das so sagen. Also, hallo übrigens, soll ich vielleicht auch sagen. Und ja, inzwischen gibt es in diesem Shop auch
Junk Journal bezogene Dinge, also Dinge, die sie sich überlegt hat, die man speziell auch fürs Junk Journal verwenden kann. Und ja, wenn ihr Interesse habt, dann schaut doch bitte mal da vorbei. Dieser Shop ist, wie gesagt, wirklich sehr, sehr umfangreich und ich glaube, es gibt nichts, was ihr da nicht finden könnt. Wenn ihr euch eure selbstgemachten Papierperlen nun da so zusammengetüdelt habt mit einigen gekauften Perlen oder Perlen von kaputten Ketten oder sowas, dann könnt ihr das an eine Büroklammer hängen und diese Büroklammer dann an der Seite eures Junk Journals befestigen. Je nachdem, an welcher Seite ihr das festmachen wollt, müsst ihr eben dieses kleine Element dann so hinschieben, dass das mit der Büroklammer passt. Also in diesem Fall jetzt zum Beispiel so. Und wenn man es an der Seite festmacht, müsste man es natürlich eben an der anderen Seite der Büroklammer festmachen. Also das habt ihr ja da eben gesehen. Ihr seid ja schlaue Köpfe, ihr habt das schon längst verstanden, bevor ich das überhaupt gesagt habe. Ja, wenn man kein Gold mag, dann kann man natürlich auch eine andere Farbe benutzen. Ich habe jetzt hier trotzdem die gleiche Büroklammer nochmal verwendet wie vorher, weil ich möchte, dass die Büroklammern alle zusammenpassen, auch wenn der Draht eine andere Farbe hat. Und was ich jetzt hier auch noch sagen möchte, ich bin kein Schmuckdesigner. Ihr seht schon an meinen vollprofimäßigen Werkzeugen hier, dass ich das, ja, so mache, wie ich denke. Ich hoffe, Jutta, du reißt mir jetzt nicht den Schädel ab, wenn ich hier keine so Profi-Werkzeuge benutze. Ich besitze sie schlechtweg nicht und ich denke, ich weiß mir da schon dann irgendwie anders zu helfen, indem ich das hier zum Beispiel einfach so zusammendrehe oder wie bei dem eben gezeigten, den Rest von dem Draht um die unterste Perle so drumherum tüdle. Ich denke, das ist legitim, wenn man ein Junk-Journaler ist. Irgendwie darf man da ja alles machen, oder? Ich hoffe, kein Schmuckdesigner, der jetzt hier zuguckt, ist mir da irgendwie böse drum. Ich habe da größten Respekt vor den Leuten, die mit solchen kleinen, futzeligen Sachen umgehen können und das schaut dann hinterher super schön aus und total edel und so. Ja, warum mache ich das nicht? Warum bin ich Junk Journaler? Weil ich zu solchen filigranen Dingen nicht imstande bin und das niemals so hinkriegen würde. Deswegen versuche ich mir irgendwie anders zu helfen und ich glaube, das schaut trotzdem ganz schön aus. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, diese Teile jetzt hier auf einen Faden aufzufädeln. Ich habe hier wieder mein Buchbindegarn genommen. Das hattet ihr in einem anderen Video schon mal gesehen. Das habe ich auch deshalb gemacht, weil das sehr stabil ist und auch, weil es jetzt zu den Farben, zu dieser Büroklammer, zu dem Gelb und zu diesen Pailletten, die ich jetzt aufziehen werde, ganz gut passt. Und der Unterschied ist einfach der, wenn ihr das auf einen Faden aufzieht, ist das Ganze etwas flexibler. Es baumelt so ein bisschen mehr hin und her und das Teil an sich ist etwas ja, flexibler und beweglicher, als wenn ihr das auf einen Draht aufzieht. Auf diesem Draht ist das natürlich dann ja wie so ein kleiner, wie soll ich sagen, wie so ein Anhänger, der ist halt so fest, ne? Also ja, ihr könnt ihn natürlich auch irgendwie so rundlich biegen oder so, aber der baumselt halt nicht so hin und her wie das jetzt hier zum Beispiel. Und als ich das gemacht habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so glücklich. Ich war so glücklich, wie das jetzt da rausgekommen ist. Und ja, vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen. Und ihr seht schon, ich habe da sehr unterschiedliche Dinge benutzt. Unterschiedliche Papiere, unterschiedliche Perlen. Aber durch diesen Stempel auf den Papierperlen passt das alles wieder zusammen und es ist wieder so ein kleiner Zusammenhang geschaffen, sodass man auch alle von diesen jetzt an einem einzigen Journal befestigen könnte und verwenden könnte, sodass das dann außen ganz schön zusammen aussieht. Jetzt mache ich hier als letztes noch einen, der etwas länger ist und wo ich diese unregelmäßigen Papierperlen verwende, sodass ihr das auch noch sehen könnt, wie das ausschaut, die so ein bisschen trichterförmig oder so tropfenförmig aussehen. Und ja, ich finde das eigentlich ganz schön, wenn jetzt hier zum Beispiel die Menge an gekauften Perlen oder aus zerbrochenem Schmuck benutzten Perlen größer ist als diese Anzahl der Papierperlen, schaut das irgendwie auch ganz interessant aus. Dann ist es wie so ein kleines Highlight. Wenn ihr bei diesem Adventskalender mitmacht, vergesst an dieser Stelle bitte nicht, die ganzen Überbleibsel auf eurem Tisch einzusammeln. Wir hatten ja im ersten Türchen den Zettel, wo drauf steht, dass wir diese Überbleibsel am 24. Dezember noch brauchen werden. Also bitte nichts wegschmeißen, alles in die Box da rein tun, bis der Tisch leer ist. Meine schaut inzwischen so aus. Ich habe schon ein kleines bisschen Angst und leichte Schweißausbrüche, aber ich glaube, wir kriegen das irgendwie hin. Wenn ich das an ein Junk Journal
dranhänge, schaut das im Endeffekt so aus. Ich habe jetzt hier mal so ein neutrales Journal genommen, dass ihr das so vor solchen kaffeegefärbten Seiten sehen könnt. Kann man natürlich an jedes beliebige Junk Journal außen dranhängen oder teilweise auch innen, je nachdem, wie dick man sein Junk Journal haben mag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es auch schon von mir. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Bis dahin, alles Gute und tschüss.